Guten Morgen, liebe Freunde, hier auf dem besten Kanal auf YouTube, wenn es um Musik geht, mit meinem Spezialgast Dana Rolle. Danke, dass es wieder einmal geschafft hast. Irgendwann kriegen wir das auf jeden Fall nochmal hin, aber schön, dass ihr alle gemeinsam hier seid. Und ich hoffe, ihr habt ein paar schöne Tage, gerade jetzt am Wochenende. Und ihr habt gestern hoffentlich unsere Reaction zu dem Super M Super GAU Trailer geschaut. Wir haben alle Trailer geguckt, alle 12.000, die da am Start waren. Nein, es waren ja 7 und 8. 7 Trailer, Musikvideo, Teaser. Genau, Performance, ja, das haben wir noch nicht geschaut, aber dafür gucken wir jetzt. Heute ist das Musikvideo rausgekommen und Leute, wir haben tatsächlich die 70.000 Abonnenten hier auf diesem Kanal geknackt, dank euch. Und wer jetzt noch nicht abonniert hat, ist wahrscheinlich immer noch nicht überzeugt von dieser Schönheit, die hier neben mir sitzt und diesem Hirn, das hier sitzt, aber das kriegen wir vielleicht heute auch noch hin. Vielen, vielen Dank. Jetzt Super M. Ich bin so gespannt, Alter. Ich habe ein paar Kommentare gelesen, Dana auch, dass einige die Trailer krasser fanden als das Musikvideo. Und das ein bisschen enttäuscht waren? Ja, deswegen... ich habe ein bisschen Angst, weil ich will nicht enttäuscht sein. Ich will es gut finden. Ich auch. Also eigentlich, ich will es nicht gut finden. Also es geht nicht darum, dass ich es gut finden will, sondern meine Erwartungshaltung ist sehr hoch. Also ich denke jetzt, es wird einfach super, super krank. Aber gucken wir mal. Untertitel ist an. Bist du ready? Super. Ah, Super M. Mhm. Ja. Das hat man... Also gut sieht es auf jeden Fall schon mal aus. Oh, guck mal, wie Visual Effects. Soundeffekte wieder on point. Oh. Diese Soundeffekte alleine. Super krass. Ich könnte die mir stundenlang anhören. So perfekt. Da, die Epic Breath Section. I don't even care, yogi through the town stage. Left to the right, we gon' make it bang. Put your hands in the air, let me see you bounce. To the left, to the right, Tiefer gepitchte Stimme. poppin', we choppin'. 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 Okay. You know how we get down. Droppin', how we get down. Choppin'. Oh, der Mopsi besucht uns. Guten Tag, Herr Mops, zum Weltkuscheltiertag. Wie heißt das? Haut wieder ab. Haut er wieder ab. Du hast ihn Kuscheltier genannt. Wie konntest du nur? Ja, ist besser als Haustier. Wie kannst du nur? Er ist kein Haustier. Ja. Er ist ein kleiner Junge. Er ist ein kleiner Junge. Das ist, ja, okay. Wieso fandst du jetzt... Hä? Ich weiß nicht, ob es an YouTube liegt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, klingt es nicht so fett, wie es könnte oder sollte. Okay. Die haben also das Master, was tatsächlich hochgeladen wurde, ist um 7,8 Dezibel lauter als das, was hier YouTube gerade durchgibt. Ja. Siehst du? 7,8 Dezibel, das ist verdammt viel. Ich hätte fast ein böses Wort gesagt. Es ist sehr, sehr viel tatsächlich. Verdammt viel. Es gibt ein Beispiel, was nur noch lauter, also eins, was mir spontan aus dem Kopf einfällt, was noch lauter ist. Und das stammt aus dem lautesten gemasterten Album der Pop-Weltgeschichte. Echt? Und das ist so ein Metallica-Album. Ich weiß leider den Titel gerade nicht. Und ja, der Christoph hat mir das alles gezeigt. Und das wurde irgendwie hier bei YouTube um 10 Dezibel reduziert. Das war aber auch so krass gegen die Wand gefahren von der Lautheit, also so ein Brick Wall Mastering nennt man das. Das ist einfach nur noch laut gewesen, keine Dynamik mehr. Und da hat dann wirklich die komplette Engineer-Welt an den Kopf gestanden und hat gesagt, das ist zu viel. Das geht nicht mehr. So laut dürfen wir einfach nicht mehr werden. Das können wir der Welt nicht antun und uns nicht antun, weil die Musik und der Musik auch nicht antun, weil die Musik dann ausstirbt in ihrer Dynamik. Aber 7,8 ist sehr krass. Ich kann mir das aber auch vorstellen, warum sie das machen, weil die
eben extrem laut klingen wollen. Alles ist ja super. Die wollen so richtig das Abrissding sein. Macht halt auf YouTube so gesehen keinen Sinn. Ja, es ist, ich habe sogar festgestellt, dass man eher lauter klingt, die Videos lauter klingen, wenn man sie etwas leiser hochlädt und YouTube normalisiert die nämlich dann aber auch nach oben hin an. Also die machen nicht nur leiser, sondern auch lauter. Und wenn YouTube aber lauter macht, dann klingen die Videos dann immer besser, habe ich den Eindruck. Das ist nur in Musikvideos nie der Fall, weil immer wenn die so einen Master nehmen, ist das, die nehmen einfach mal das Master, was normale Master. Genau, was dann auf die CDs kommt, was auf Spotify kommt und die ganzen anderen Streaming-Dienste, das ist dann schon sehr krass mit den 7 Dezibel. Ich kann ja mal zum Vergleich ganz kurz auf Spotify hier mal anmachen, aber das wird uns jetzt die Ohren wegballern, bin ich mir sicher. Ich mache eins runter. Ich kann, guck mal, ich mache jetzt... Ich will den Vergleich hören. Ich mache jetzt mal deine und meine Kopfhörer auf hier. 7 Dezibel leiser. Genau, also wir hören noch mal kurz hier in die YouTube-Version rein. So, okay. Jetzt der direkte Vergleich. Nee, falscher Song. Oh. Ups. Da. Care, youngin', through the town stage. Left to the right, we gon' make it bang. Put your hands in the air, let me see you bounce. To the left, to the right, step and loud. Cause when we jump in, it's poppin', we choppin'. Ja. Choppin', choppin', choppin'. Viel geiler. Weil ich habe das Gefühl, hier klingt das so ein bisschen... Komprimiert. Ja, so flach. Ja, aber das Flache hatte ich jetzt aber auch bei der Spotify-Version auch den Eindruck. Ein bisschen. Weil normalerweise diese Stelle jetzt hier, wo der Verse anfängt, da müsste eigentlich so ein sehr krasser Unterschied sein zu dem, was man vorher gehört hat und vor allen Dingen auch dazwischen, weil wir haben ja etwas... Ich mache mal die Kopfhörer wieder lauter. Ja. Tatsächlich auch, es waren fast 7 dB, ne? Man hat ja genau den Unterschied zwischen den Instrumenten in diesem Part, was das spielt. Also es sind wie kurze Pausen dazwischen. Und das müsstest du auch so wahrnehmen, dass das so ein bisschen, gerade mit den Kopfhörern, als ob da kurz, wie so diesen typischen Vakuum-Effekt, so als ob kurz nichts wäre. Und das hast du hier nicht unbedingt. Du hast diesen Wechsel zwischen den Instrumenten nicht so krass. Das liegt daran, weil eben kaum Dynamik noch da ist und es wirklich einfach nur sehr, sehr laut gemastert wurde. Hier zusätzlich dann natürlich dann nochmal leiser gemacht oder normalisiert eben auf YouTube, aber der Effekt ist zu erahnen, aber er ist nicht ganz so da, ne? How we get down. Cause when we jump in and pop in, we chop it. Step with the flow. Over the competition, ready to looking one-sided. Up like a 747 with a flyer. Step in, so let me start, you should try it. So 시작해, make it last, front and back. Yeah, give me that. The roof's on fire, let it burn to an ash. We gon' keep it chopping till the DJ bring it back down. Melaba like a paraglide. 나타나 in a paraslide. Also ganz ehrlich, bis hierhin bin ich jetzt auch nicht so... das war gestern bei den Trailern, dachte ich, bin auf einem anderen Planeten gelandet hier, musikmäßig, musikproduktionsmäßig. Ich auch. Das ist jetzt gerade so ein bisschen, ja gut, kann man machen, könnte jetzt auch von jeder anderen Gruppe sein. Das hört sich nicht gerade jetzt nach super... Von jeder anderen Gruppe weiß ich jetzt nicht, aber weiß ich nicht, der Sound und die Wahrnehmung ist eine ganz andere als bei den Trailern. Ja. Weil es war viel dynamischer. Irgendwie hatte man das Gefühl, viel mehr Raum, dass man wirklich drin steckt. So, weißt du, was ich meine? Ja, genau. Und das wirklich so um dich herum passiert. Und hier ist es wirklich eher... Hatte ich bei den Trailern nach der Lautheit geschaut?
Nee. Nee, ne? Wäre interessant. Weil es ist ja jetzt nicht so, es gibt ja schon so diese Links-Rechts-Effekte und so. Ja gut, das ist, Aber- das alleine ist, bringt halt nicht viel. Ja. Das ist schon was, aber jetzt auch die... Das ist auch das Hauptinstrument, das wir hier hören. Das ist jetzt so, ja, das ist am Anfang fand ich jetzt noch ganz cool, aber das dann so viele Takte durchzuhören, da tut sich ja dann nicht mehr weiter viel, außer die Vocals jetzt. Gerade ist es noch unspektakulär, aber wir sind ja erst bei der Hälfte. Es kann sein, dass jetzt nochmal noch so richtig was passiert. Diese Weste ist geil. Was? Diese Weste ist geil. Ah, krass, Das okay. Ding, was er über dem Shirt anhat. Weil es eigentlich nur ein weißes T-Shirt ist. Geil! Stimmt. Geil! We love to move it, keep it going, don't stop. It's in your nature, mighty girl, what you want. True we go on and on, jumping like that's all you want. Don't stop letting it go. Cause you got to go. Dubai, ne? Oder? Jumping, I'ma get down. Jumping, I'ma get down. Cause when we jumping and popping, we jumping. I don't even care, girl, you do the damn stage. Left to the right, we gon' make it bang. Put your hands in the air, let me see you bounce. To the left, to the right, Und was kommt jetzt? jumping is popping, we jumping. You think you're big ball throwing 3 stacks? I'ma show you how to ball, you a mismatch. Opinionated, but I'm always Das war spitting die straight Hook? facts. Throw it back, I'ma throw this on a new track. Me drop I got my side to see. Exciting, go and drop the beat. We gotta jump in the body, don't stop. 진짜는 기자부터 시작이니까. 이곳이 파티인데 바삐 Voll die Michael Jackson Moves. Das ist ein Ist es Dubai. nicht Taemin? 이곳이 Ja. 파티. Ist er? Ich glaube... Oh Gott. Schöne Skyline hier Bitte von hass Dubai. mich nicht. Ich glaube, es Sehr ist geile Taemin, Location. weil über Taemin wird ja auch immer gesagt, dass er er da Michael so Jackson, dieser... ja, sehr inspiriert NJ, von. ja. Ja. Hatten wir schon was gemacht. We'll keep it jumping and popping here all night. Jump to the front if you want it. Hands up to the radio. Don't stop letting it go. Like you don't care. I don't even care. You're into the damn stage. Left to the right. Sehr powervolle Performance, ja? Dance Performance. Let me see you bounce. To the left, to the right. 모두 힐됐어. 들을 벗어난 하나 된 신세계 펼쳐. Play the music loud. 사랑해, 'cause tonight's gonna set you free. I don't even care. 여기 눈에 띄는 stage. Left to the right, we gon' make it bang. Put your hands in the air, let me see you bounce. To the left, to the right. I don't even care what you're down on the stage. Left to the right, we gon' make it Was war? Big Piano. Put your hands in the air, let me see you bounce. To the left, to the right. Was geht jetzt ab? 'Cause when we jump in, it's Schön Dance poppin', we Break. jumpin'. Ja, schade. Ich muss sagen, sehr, sehr schade. Mich holt's nicht so richtig ab. Ich bin zwischendrin abgedriftet, habe ich gemerkt, weil der Sound holt mich nicht so richtig ab. Ne, irgendwie reißt es einen nicht so mit. Ja, Man hat das Gefühl, es müsste fett sein, aber es ist irgendwie nicht so fett und mitreißend, wie man erwartet. ja. Und Das ist komisch. Das ist richtig komisch. das liegt am Master, glaube ich. Also sehr, sehr wahrscheinlich, weil einfach das Ding nicht dynamisch ist. Es ist so... Krass. Irgendwie, das ist echt Weil die schade. Sounds, die benutzt wurden, die sind gar nicht mal so unfett, sage ich mal. Also, Ja, eben, das meine ich. Deswegen denkt man, dass es fett sein müsste.
Genau, also da sind schon ein paar Sachen drin, die da eigentlich gut reinknallen könnten und so wie im Verse, was ich erklärt habe, diese Unterschiede und so weiter, das setzt aber einfach technisch, tontechnisch kommt das halt einfach nicht rüber. Was war der erste Trailer, den wir geschaut hatten? Oder? Einfach Trailer. Oh, Superman. Trailer. Ja, fast. Mark war der erste, glaube ich. Ja, mit dem Rap-Part, ne? Ich glaube. Ne, wurde auch gut runtergezogen. 5,3 dB. Sind aber schon 2 dB weniger, was dann eben schon mal mehr Platz für Dynamik auf jeden Fall lässt. Das ist schon etwas. Das war schon... Und 2 dB ist schon viel. War das nicht der Rap-Part? Ich glaube. Ich glaube, es war weiter hinten. Halt. Yeah. Yeah. Say. Too many accolades these days. I'ma try to take these names. Who the main of this game? I know you can stand my name, and you know that that won't change. Though you from a mile away, you wanna see me till I hit it to your face. I'ma ride like a know just where to be. Look at them tire marks, they burning on the streets, yeah, yeah. Aber halt auch die Sounds, die benutzt wurden. Ja, aber du hast trotzdem so vom Ding her auch das Gefühl, dass du so... Du bist da drin plötzlich so. Ja. Und da... Over the competition, ready to get one-sided. Up like a 747 with the flyers. The so let me start, you should try it. Song 시작해, make it last, front and back. Yeah, Give me that. The roof's on fire, let Ja, es geht. Also das ist... Irgendwie das Video jetzt weißt du auch, warum YouTube normalisiert, damit du, wenn du eben 2 unterschiedliche Videos guckst, es kann ja auch komplett von einer anderen Gruppe sein, dass die alle gleich laut klingen. Das hat so jetzt aber nichts damit zu tun, dass es komplett von der Wahrnehmung natürlich dann anders ist. Hat mit der Lautheit so... Also, ja klar, wenn etwas lauter rüberkommt, aber die sind ja beide gleich laut, kommen die ja hier rüber, aber das letztendliche Master, was abgegeben wurde, hat einfach vielleicht weniger Dynamik, weil das hier, das Dropping lauter gemastert wurde. So. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch wirklich nur die Sounds, die Produktion selber ist, also so die Sachen wie die klingen und so weiter, das ist schon so, ja, ist nicht schlecht. Ich finde aber auch, die Hook ist jetzt nichts so super Eingängiges. Es klingt wie so ein Anthem-Ansage, jetzt geht's los, hier passiert was. Ich auch sagen, dass eher so ein Intro-Song ist. Introduction. Introduction, ja, ich wollte nicht unbedingt Intro sagen, weil... also für mich war es echt wie so ein Intro-Song. Ja, aber mehr so ein Introduction-Anthem-Ding. So. Yeah. Also weil die kündigen an so, wir kommen jetzt und wir sind da, uns ist egal, dies und das und wenn wir was machen, dann reißen wir ab. Und man sieht ja auch, wie sie sich präsentieren hier im Stadion. Das Video ist heftig. Das Video ist echt krass. Die Bilder sind so geil. Ja, hier gerade mit der Skyline von Dubai sieht richtig krass aus. Die Autofahrten sind geil. Outfits, ja. Also, tontechnisch, musikalisch holt es mich jetzt nicht gerade so krass ab wie die Trailer gestern. Ihr habt gesehen, da sind wir super krass durchgedreht. Ihr könnt das Video gerne schauen. Das verlinkt Dana jetzt über ihrem Kopf. Ja, da waren schon coole Effekte immer drin, so wie hier, dass man dann sehr, sehr viele Sänger hier an der Stelle hört, auch mit dem tiefer gepitchten zusätzlich noch drin. Das ist ein sehr geiler, wie so ein Vocoder-Effekt, wo dann quasi die Harmonie künstlich erzeugt wird. Man kann die, also muss nicht, aber höchstwahrscheinlich wirkt dann wie so ein Vocoder bzw. ein Harmonizer. Da kannst du mit einer Hauptstimme, die eingesungen wurde, kann dann der Computer oder es gibt auch Geräte dafür, aber meistens macht man das im Rechner, Harmonien künstlich
erzeugen. Und die sind dann auch super gerade gepitcht, also in der Tonhöhe halt super, super flach. Und deswegen hat das dann diesen ganz besonderen Sound hier, wie hier an der Stelle. Na, auch hier ganz wichtig, die Platzierung der Stimmen im Raum, auch ganz besonders, dass man die Hauptstimme, dann die Antwort oder die Wiederholung eher gesagt von dem anderen Member dann mehr auf dem linken Ohr und im Hintergrund die ganze Zeit auch im Chor singen. Die da die Harmonien hinten singen. Ja, Play the Music Loud, das haben die sehr, sehr ernst genommen und deswegen das Ding so laut gemastert, dass es ein bisschen an Dynamik verloren hat. Ja, auch hier dieses sehr super krass durchharmonisiert, aber auch gepitcht natürlich. Das ist alles sehr, sehr gerade gezogen, aber dadurch wirkt das dann eben so übernatürlich. Super M-mäßig. Ich dachte, es wären Androiden. Heute wirken sie dann doch schon wieder sehr, sehr menschlich und nicht mehr so sehr aus der Zukunft zurückgereist. Ja, gestern war krass. Gestern, keine Ahnung. Hier auch mit so einem... Jetzt kommen die Super-Adlibs im Falsetto. Noch nicht. Wahnsinn. Gerade hier finde ich in diesem Übergang, dass wenn jetzt ihr eben hier die Percussion einsetzt und eigentlich fast alleine schon spielt, dass da nicht, das ist einfach so alles auf einer Ebene. Das ist so, wie so ein bisschen flach. Ja, platt einfach so. Und das liegt genau daran, dass es einfach keine Dynamik mehr hat. Hier sowieso schon, aber da spielt auch sehr viel. Aber wenn jetzt wirklich nicht mehr so viel spielt und es trotzdem nicht irgendwie so einen Bounce bekommt tatsächlich, weil dann liegt das daran, dass es eben wirklich keine Dynamik mehr hat. Es sind auch keine einzelnen Elemente besonders laut oder besonders leise. Also ich finde, gerade von dem Bass hat man den Eindruck, der müsste so auch ein bisschen wummern, weißt du, und dich so reißen. Ich bin ja voll der Bass-Fan, deswegen... Jeder ist Bass-Fan. Ja, weißt du. Und das fehlt hier einfach. Es müsste da sein, weil er klingt, aber da kommt nicht. Ja, man merkt auch, ich habe gerade mal den Analyzer hier aufgemacht. Man merkt auch, man hört auch, dass da sowieso im Bass tatsächlich nicht so viel los ist, aber auch dieses Hauptinstrument, was hier die Melodie die ganze Zeit spielt, dieses Dünn, 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 Dünn. Das hat eigentlich den größten Bassanteil, oder die haben extra noch ein Bassinstrument genommen, ein Synthesizer auf jeden Fall, der da mit drunter spielt, aber dieselbe Melodie, einfach nur im Bassbereich. Aber, wir gucken mal hier rein. Hier sieht man die Frequenzen. Und du siehst, dass fast alles auf einer Ebene läuft. Hier hast du den Bassbereich. Du kannst die einzelnen Bassnoten schon sehen. Aber man sieht auch, dass wirklich vom Equalizer her, dass die Frequenzen alle fast wie auf einer Ebene, schon fast linear hier daherkommen. Das, ist jetzt auch nicht so optimal. Also man merkt schon, dass jetzt nicht irgendwie besonders der Bassbereich vielleicht ein bisschen akzentuiert wurde. Hier
vielleicht in dem Mittenbereich, unteren Mittenbereich zwischen 3 bis 500 oder 4 bis 500 irgendwie mal ein bisschen was rausgenommen wurde oder so und dann in den Höhen wieder ein bisschen mehr rein, damit die Stimmen besser sitzen oder so. Das ist alles nicht so sehr der Fall. Sehr gerade. Doch sehr, sehr gerade tatsächlich. Das liegt wahrscheinlich eben auch wieder daran, dass da kaum Dynamik eben vorhanden ist. Not letting it go, 'cause I got that glow. You know how we get down, jumping, how we get down, jumping, how we get down. 'Cause when we jumping and popping, we jumping. I don't even care, youngin' through the damn stage. Ja, nach Lautheit können wir jetzt sowieso nicht gucken unbedingt, weil das Ganze von YouTube beeinflusst wurde. So, oh, ist das Video schon so lang? So, das war der Reminder dafür, dass wir viel zu lange schon wieder quatschen. Auf jeden Fall, ja, also leider hatten die Leute in den Kommentaren recht. Ihr hattet tatsächlich recht, das ist irgendwie nicht so geil. Hier vielleicht die Erklärung eben jetzt von mir für euch, deswegen guckt ihr ja den Kanal, dass es wahrscheinlich eben tatsächlich daran liegt, dass das Ganze viel zu laut gemastert wurde und dadurch an Dynamik verloren hat. Leider. Weil so an sich, die Produktion klingt nicht schlecht, die Instrumente, die benutzt wurden und wie das Ganze aufgebaut ist, ist gut. Und ich glaube, wenn es ein bisschen dynamischer gewesen wäre, wird das halt noch besser rüberkommen. Es ist jetzt aber auch tatsächlich vom Songwriting her und so weiter jetzt nicht die Nummer, die jetzt so wie sagt man, Ohrwurm ist. So. Ohrwurm, Party-Track. Ja, es ist mehr wie so ein Anthem-Ding, Intro-Anthem, Ja. Tribute, wir sind hier, wir sind da, wir werden alles abreißen, verändern und sonst irgendwas. Und ja, so in die Richtung geht das. Deswegen, ja, ich schieb's mal darauf. Ich bin gespannt auf die nächsten Nummern, was da noch alles kommt. Sind da schon welche? Das Album ist raus jetzt. Achso, stimmt, ich habe ja Spotify Aber angehabt. Musikvideos noch nicht. Da haben wir auch schon welche gesagt. Supercar. Da haben auch schon welche gesagt, haben schon Fans Musikvideos zusammengeschnitten oder so. Aber das machen wir jetzt nicht in diesem Video. Es dauert sonst viel zu lang und die Translator, die sowieso schon viel zu viel Arbeit haben. Wenn es Translator gibt. Wenn es Translator gibt. Da suchen wir übrigens immer wieder welche, deswegen dürft ihr euch da gerne melden, beziehungsweise der Link ist einfach unten in der Infobox drin. Man braucht nicht mal den Link. Du kannst theoretisch einfach auf die 3 Punkte gehen. Oh, wir zeigen das jetzt mal. Ja, let's show. Und zwar, wenn ihr unter einem Video von uns seid, könnt ihr hier auf Übersetzung hinzufügen. man sieht es gerade genau nicht, weil unser Fenster hier drüber ist. Shoot. Welches sind wir? Bildschirmaufnahme? Nein. Das sind wir. So, also, ihr seht uns nicht mehr, aber hier jetzt zum Beispiel eben ein YouTube-Video. Das ist das gleiche bei YouTube-Videos von uns. Da könnt ihr hier auf die 3 Punkte klicken und dann Übersetzung hinzufügen und dann öffnet sich ein neues Fenster, hoffentlich irgendwann mal, und dann kann man hier irgendwas machen. So. Schade. Okay. Echt schade. Das war's. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr so von dem Video und der Musik denkt und den Jungs und was ihr da so mitgenommen habt da jetzt. Ja. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr was gelernt habt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da und nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann. Und nicht vergessen, schaut auch bei Dana vorbei. Sie hat auch einen YouTube-Kanal und Instagram und sonstiges. Keine Ahnung, so viel Social Media, alles am Start. Aber eins empfehle ich euch: uns auf Instagram zu folgen. Ohne Scheiß. Die letzten Tage, Wochen war jetzt so viel los auf Instagram. Wir haben da einiges mitgenommen. In den Stories vor allen Dingen. Regelmäßig, wir haben Fotos posten und so weiter. Also, das lohnt sich. Und vor allen Dingen ständig in den DMs, Alter. Ich hänge nur noch am Handy. Ist echt. Ich auch. Okay, tschüss. Okay.